Der Jahreswechsel ist vorüber und auch die Zeit der Rauhnächte. Vielleicht hast du dir bestimmte Dinge vorgenommen und du willst jetzt ins Tun kommen. Oft stehen wenig hilfreiche Gewohnheiten dem im Wege. Wie kannst du es schaffen, ein Loch hineinzuschlagen in die Mauer deiner Gewohnheiten? Wenn du dir etwas vorgenommen hast für das neue Jahr und jetzt daran gehen möchtest, wirst du möglicherweise feststellen, dass es Gewohnheiten gibt, wie eine starre Mauer, die dem im Wege stehen. Erster Schritt: Identifiziere die Gewohnheit, die nicht hilfreich ist. Also, nur mal angenommen, du hast das gute Essen über die Feiertage genutzt und ein paar Pölsterchen zu viel sind jetzt da. Die waren schon vorher ein bisschen zu viel, aber jetzt endlich willst du dem zu Leibe rücken. Wenn du dann eine Schokoladensucht hast, schon seit ewigen Zeiten, ist das natürlich nicht hilfreich. Und ich weiß, wovon ich rede. Der erste Schritt, nämlich das Erkennen deiner wenig hilfreichen Gewohnheit, war ja leicht. Wir alle haben irgendwelche Gewohnheiten, gute und weniger gute. Und die meisten sind entstanden schon in unserer frühen Kindheit. Also mach dir keinen Kopf, wenn du diese Gewohnheiten hast. Der nächste Schritt, der zweite Schritt, ist schon etwas schwieriger. Der besteht darin, zu erkennen, welches tiefe Bedürfnis durch diese Gewohnheit befriedigt wird. Bleiben wir mal bei dem Beispiel Schokoladensucht. Damals, als ich mich dem gestellt habe, und ich habe wirklich Tafel Schokolade wie eine Scheibe Brot gegessen, und das war für die Gesundheit auf gar keinen Fall gut, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie kommt das eigentlich? Und mir wurde bewusst, dass das schon in ganz früher Kindheit immer im Zusammenhang damit stand, wenn ich mal traurig war. Meine Oma kam dann: ach Mäuschen, kein Grund zum Traurigsein, hier hast du was Süßes. Und sie gab mir entweder ein Stückchen Schokolade, was damals in den 50er, 60er Jahren zu DDR-Zeiten ganz schön teure Geschichte war, oder, sofern sie keine Schokolade im Hause hatte, einen Teelöffel Zucker. Also ging es darum, meine Traurigkeit, die in mir war, abzulösen durch diesen Löffel Zucker, durch dieses Stückchen Schokolade. Jetzt habe ich das erkannt und jetzt besteht natürlich die Möglichkeit, dass ich wie verrückt gegen diese Mauer, gegen diese Gewohnheit ankämpfe. Was glaubst du, wie lange ich das durchhalte? Ein paar Mal da gepocht und meine Finger sind wund. Ich habe den Kanal voll. Ich habe keine Lust mehr, mich auf diesen Kampf einzulassen. Was passiert mit meinem Vorhaben, gesünder zu leben oder schlanker zu sein, ein bestimmtes Wunschgewicht zu erreichen? Das löst sich in Rauch und Nebel auf und ich bin frustriert, weil ich es wie all die Jahre zuvor mal wieder nicht geschafft habe. Aber mit Schritt 3 und 4 kommen Lösungen. Statt wie verrückt gegen die missliche Gewohnheit anzukämpfen, lass dir doch einfach durch den Kopf gehen, auf welche wunderbare, leichte Weise sich das, was du mit deiner unguten Gewohnheit erreichen wolltest, anderweitig erreichen lässt. Das heißt, statt anzukämpfen, gucke im Schritt 3 danach, was verschafft mir ähnliche Befriedigung? Bei meiner Schokoladensucht damals ging es darum, ein Gefühl von Glück und Zufriedenheit zu erreichen. Ich habe mich gefragt, wie kann ich es stattdessen erreichen? Und zwar auf eine Weise, die meinem Wesen entspricht. Bei mir war das einfach in Bewegung gehen, tanzen, eine schöne Musik einlegen und einfach abtanzen. Das ist Schritt 3. Und eine gute Idee ist es, und du weißt, dass ich meditieren liebe,
darüber zu meditieren. Wie meditieren geht, verlinke ich nochmal am Ende des Videos. Schritt 3 ist also, finde das, was alternativ dir gut tut und dich voranbringt, was den Horizont öffnet und dich weit blicken lässt. Und jetzt zu Schritt 4. Und der dient schlicht und ergreifend der Selbstregulierung, der Selbstkontrolle. Kennst ja den Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle besser. Also, halte das Ganze durch. Am besten 21 Tage oder noch ein bisschen länger. Und ein Tipp ist, führe ein 21-tägiges Tagebuch, wo du deine Erfolge, wo es dir gelungen ist, bei deiner neuen Gewohnheit anzukommen, auch dokumentierst. Und so kannst du nach diesen 21 Tagen das Ganze als erledigt abhaken. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Switch mit den Gewohnheiten und beim Erreichen deiner Ziele und Vorhaben für 2023. Tschüss, bis zum nächsten Video.